Gerade noch erwischt. Gerade noch erwischt. Da ist er, unser Willi. Geht ja wieder gut los. Beste Musik im Hamburger Hafen natürlich nur von Willi. Aber vielleicht kommt er gleich noch mal zurück. Er hat aber auch ein Talent, immer dann durchzufahren, wenn ich gerade aufbaue. Boah, hier vibriert alles. Ja, moin, ihr lieben Landratten. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live mit dem obligatorischen Frühstart. Britannia wollte um 18 Uhr raus, hat sich dann aber entschieden, den Lotsen für 17:30 Uhr zu bestellen. Und ja, so sind wir schon da. Da sind wir schon. Und wie das so ist, ne, wenn man es eilig hat, viel Verkehr, dann ist alles holter die Polter. Wenn ich Zeit habe, dann bin ich immer viel zu früh da. Aber naja. So ist das halt. Ja, wir haben heute die Britannia. Wie gesagt, die hat den Lotsen für 17:30 Uhr bestellt. Und später dann soll Blueport losgehen. Also heute schalten sie die Lichter ein. Hafen wird blau erleuchtet. Angeblich mit 9000 Lampen. Wohl doppelt so viel wie letztes Jahr. Wir hatten ja schon gesagt, letztes Jahr war das so ein bisschen auf Sparflamme. Da war nicht ganz so viel an Beleuchtung im Hafen. Aber wenn sie jetzt doppelt so viel rausgehauen haben, ja, gucken wir mal. Die Hala feiert damit auch gleichzeitig ihr 140-jähriges Bestehen. Also ja, ich bin guter Dinge, dass wir einen schönen blauen Hafen bekommen. Und dann schauen wir mal, was wir noch so an kleinen Überraschungen haben. Also nach der Britannia haben wir ja auf jeden Fall ein bisschen Zeit, bis es dann dunkel ist, bis es dann erstmal, ja, bis die Lampen dann angehen. Ich glaube, hier am CTT geht noch ein Schiff raus. Ich glaube, die APL, die soll noch um 19 Uhr rausgehen. Dann liegt hier noch, was liegt hier noch? Was Kleines. Ich glaube, Frederik könnte das sein. Keine Ahnung, was damit ist. Die Cosco, die geht erst heute spät raus. Die kriegen wir nicht mehr mit. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf den nächsten Stream hier bei Hamburg Hafen Live. René ist auch da, der Martin wird gleich auch noch eintrudeln und mal kurz die obligatorische Frage, ob denn technisch alles soweit okidoki ist oder haben wir irgendwelche Probleme, was Bild und Ton angeht. Dann meldet es jetzt oder schweigt für immer. Mike, ja, Mensch Mike. Mit dem Fischeis. Mike, ich danke dir vielmals. Ein Fischeis, Dankeschön. Leon ist auch schon wieder da mit einem 5er-Pack an Mitgliedschaften. Hey, danke. Und der Kalle 1309 auf Twitch. Schon 5 Monate dabei. Ich danke dir für deinen Sub, für die Verlängerung. Vielen, vielen Dank. Mein lieber Schwester Hansen ist da, Maschine Skolze ist da, Tanja ist auch da. Torben ist auch wieder zurück von seiner Butterfahrt. Butterfahrt mit meinem Schiff. Ein paar Tage Norwegen kann man ja auch mal machen, oder? So, jetzt müssen wir uns erstmal hier so langsam wieder eingrooven. Ihr kennt das ja. Von rechts kommt auch noch was Kleines. Bild und Ton, tippitoppi. Ja, das lese ich doch gerne. Das ist doch schön. Das ist schön. Ja, wenn man es immer eilig hat, dann kann es sein, dass man irgendetwas vergisst. Was mir immer gerne passiert ist in letzter Zeit, war natürlich mal irgendwie ein Kabel beim Ton. Deshalb frage ich immer mal. Aber wenn Ton gut, dann alles gut. So. Ja, ich stehe hier
wieder an der L'Osteria. Den Standort habe ich gewählt, weil ich hoffe, dass ich von hier natürlich ganz gut nachher zur Elbphilharmonie rüber filmen kann, wenn da die Lampen angehen. Kleiner Nachteil ist, wir haben hier wieder Erdbeben. Das heißt, immer wenn jemand vorbeigeht hier über den Holzfußboden, dann vibriert alles. So, wen haben wir denn da eigentlich? Den Duve S. Bikerlux für den sicheren Hafen der guten Unterhaltung. Ich danke dir vielmals für die 2,49. Sebastian möchte wissen, wann Ben denn zurückkommt. Ja, die holen wir morgen ab. Die landen morgen allerdings in Kiel. Also die Luna ist in Hamburg gestartet und hat als Zielhafen Kiel. Ist natürlich Ehrensache, dass wir die beiden da abholen, damit sie nicht irgendwie mit dem Zug zurückfahren müssen mit ihrem ganzen Gepäck. Und ja, morgen früh holen wir die ab. ...95 Meter lang, 13 Meter breit. Ach, das ist ja süß. Niederländische Flagge. Stefan, ja. Du, ich weiß nicht, ob ich hier eine Pizza umsonst noch draußen geliefert kriege, aber wenn Martin nachher kommt, der weiß immerhin mittlerweile, wie man richtig die Pizzabrötchen bestellt. Letztes Mal wollte er 4 Pizzabrötchen haben. Was hat er bekommen? 4 Portionen, also 4 große Pizzakartons voll mit Pizzabrötchen. Und in jedem waren, glaube ich, irgendwie 8 Stück drin oder so. Da hatten wir 2 Tage was von. Aber die sind echt lecker hier bei der L'Osteria, das muss man sagen. Also die Pizzabrötchen, die gehen schon echt ganz gut. Ich denke mal, dass die Britannia auch relativ pünktlich rausgeht, weil wenn die schon so auf eine halbe Stunde genau den Lotsen bestellen, könnte ich mir vorstellen, dass sie es eilig haben, hier rauszukommen. Ja, Schwester Hansen, natürlich habe ich die Hoffnung später auf eine Pizza. Wie wäre es, wenn du die einfach vorbeibringst? Ich hoffe, es geht dir besser, meine Liebe. Sag mal, eine Frage mal an die Spezialisten unter euch. Ist die Britannia eigentlich ein Schiff von Meyer? Wurde das bei Meyer gebaut? Ich finde, so rein von der Form könnte das ein Meyer-Schiff sein, aber kann mich da auch täuschen. Die Yeoman Bridge kommt noch aus dem Kühlbrand gleich. Ein Bull Carrier. Mal gucken, ob wir die auch noch sehen. 250 Meter, ja, ist ja schon anständig. Oh ja, ich sehe schon was. Hinter den Eiern. Irgendwo da hinter den Eiern fährt sie. Tschüss, ich danke dir für 2 Euro Superchat. Christian Kölner verschenkt eine Mitgliedschaft. Der Glenn lässt 2 Euro da. Tomorrow we are in Hamburg to 15 September. Ja, have fun in Hamburg. Oh, die Jogger lassen sehr viel Vibration da. Und Henrik, 18 Monate dabei. Henrik, Dankeschön. Sven grüßt aus Fuhlsbüttel, 25 Euro für die Pizza. Ich danke dir, mein Lieber. So, da sehen wir zumindest die Aufbauten. Schön in Signal Orange. Ach, Tom korrigiert mich. Die Britannia wurde auf der italienischen Fincantieri-Werft gebaut. Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Man kann ja einfach mal tippen. Christa ist da und wieder auf der Reeperbahn dabei. Christa, moin, meine Liebe.
Michael, jetzt auch auf dem Fischmarkt. Michael, danke, danke. Jürgen, nee, ja, Teststream, ja. Also ich hoffe, dass wir heute die neue Schleppercam testen können. Das muss ich aber abwarten. Also in der Theorie könnte das sein, dass wir heute noch Schleppercam bekommen. Aber lasst euch überraschen. Die sieht leer aus. Wie spricht man das eigentlich aus? Ich sage immer Yeoman. Yeoman Bridge. Wahrscheinlich spreche ich auch das falsch aus, wie immer. Yves, ich danke dir. 10 Euro, Dankeschön. Das scheint Peter zu sein, der da an der Seite assistiert. Und Danny grüßt, 2 Euro, vielen, vielen Dank aus Kroatien, immer noch. Seid ihr ausgewandert? Jemen gesprochen, sagt der Klaus. Jemen, Jemen, Jupp, Jemen. Warum nicht? Michel war auch hinten dran, dreht schon ab. Beziehungsweise hat schon losgemacht. Und ja, weiß ich gar nicht, ob die noch einen Job haben oder ob die gleich dann zum Platz fahren. Ja, die Lufthansa-Technikfähre hier bei uns vor der Nase, die ist ja auch blau beleuchtet. Also die wird sich wahrscheinlich nachher wunderbar in den Hafen einfügen. Ich hoffe, dass wir sie dann noch sehen. Schön blau beleuchtet. Yeoman on Bridge. Stilgar, ich danke dir für 15 Monate. Und der Klopferhase, 22 Monate schon dabei. Das Wort Yeoman wird je nach Akzent unterschiedlich ausgesprochen. Im britisch-englischen klingt es ungefähr wie Yeoman, im amerikanisch-englischen wie Yo Moon. Es wird in 2 Silben geteilt. Also ich wäre bei Yeoman. Das kriege ich irgendwie hin. Können wir uns auf Yeoman einigen? Dankeschön. Bikerlux, ich danke dir für die Reeperbahn-Mitgliedschaft. Danke, danke, danke. Ja, nicht Lufthansa, Daniel. Es muss natürlich Lufthansa heißen. Aber ich habe mir ja hier wirklich einen astreinen Sprachfehler eingehandelt mit unserer Drohne, die wir ja Lufthansa getauft haben. Sorry, 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 muss ich da sagen. Ob das eine gute Idee war, hier zu stehen mit den ganzen Joggern. Aber es ist, wie es ist. Manuela, ich danke dir für 2 Euro für das Vorabendprogramm. Danke, danke. Bitte? Ist ein Absperrband für vorne? Absperrband, ja. Das wäre lustig. Ja, die blauen Lichter bleiben, glaube ich, noch bis nächste Woche. Ich meine, ich hätte was vom 21. gelesen oder so. So lange bleibt der Blueport dann noch beleuchtet.
Ja, und jetzt können wir uns, glaube ich, auch dann schon gleich so langsam auf die Britannia. Britannia oder Britannic? Nee, Britannia. Ich will immer. Also wirklich meine Sprachgeschichten. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann schauen wir doch mal. Ich glaube, die Schleppercam ist online. Gucken wir mal, ob die auch, ja, ob ich sie auch hier on kriege. Fairplay 96 hat die Schleppercam übernommen mit Captain Basti Kanzler und dem Schrauber Niki an Bord. Auf dem Weg zu einem Job. Ich glaube, die holen hinten am Oswaldkai ein Containerschiff ab. Mal gucken, ob hier mein Picture-in-Picture funktioniert. Sind sie das? Das müssten sie eigentlich sein hier, oder? Ja, das müssten sie sein. Also, erster Einsatz. So gesehen geht das als Teststream durch. Wir sehen im Hintergrund auch, dass wir Flut haben. 3,69 Meter sagt der Pegel. Eine Kiezmische soll beim Sprechen helfen, ja. Das stimmt, das kann sein. Verteilt etwas Liebe an die Fairplay-Crew. So mega, dass die das machen. Richtig, richtig klasse. Holle Honig, willkommen an Bord. Danke für die Fischmarkt-Mitgliedschaft. So, aber das scheint ja technisch zu funktionieren. Eigentlich sollten wir nur noch Teststreams machen, ja. Ich weiß, aber dann sind die Erwartungen einfach zu hoch. Die sind dann einfach zu hoch. Das geht nicht. 360, jawohl. Fairplay gibt wieder alles. Die 96. Hallo Brigitte. Nein. Komm und sag der Nächste. Hallo Fabi. Hallo Brigitte. Hallo Fabi. Ja, Zeit für das erste sensationell, würde ich sagen. Steinkreuz, ich danke dir. 14 Monate jetzt schon dabei. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Hm? Oh, mit Flagge am Fahrrad. Sehr cool. Die ganze Zeit will ich das sagen. Ja, dann können wir gleich bei Fairplay auch noch einen kleinen Blick reinwerfen. Wie gesagt, die sind jetzt unterwegs hinten zum Oswaldkai. Ich weiß gar nicht, wie das Containerschiff heißt. Ich weiß nur, es hat 210 Meter Länge. Da können wir dann gleich auch noch bei dem Job ein bisschen zugucken. Bis das losgeht, können wir doch bei den Jungs auch noch ein bisschen mitfahren, oder? Einmal vorbei am Dock 11. Tschüss. Brigitte gibt schon wieder alles. Ja, Alexander, also das ist neu, das haben wir irgendwie seit letzter Woche oder so. Da fing das an, dass einige das geschrieben haben, dass im Chat jetzt immer Werbung ist. Ja. Ich kann nur sagen, dass ich im Stream bei YouTube die Werbung ausgeschaltet habe, aber die kommt trotzdem über den Chat drüber. Habe ich leider keinen Einfluss drauf. Ich hoffe, dass wir da trotzdem was von abbekommen, von den Werbeeinnahmen. Ja, ob da ein Horn kommt, Miss DN, ich weiß es nicht. Also
Britannia eher sehr, sehr sparsam. Ja genau, die Every Dickie G ist das Mad Game. Danke fürs Nachgucken. Ich konnte es mir einfach nicht merken. Ich konnte es mir nicht merken. Every, auch da habe ich keine Ahnung, wie man es ausspricht. Every Dickie G. Ja, haben wir denn eigentlich schon Aktivität? Ich wollte gerade sagen, da hängt eine Leine runter, aber das scheint irgendwie was anderes zu sein. Da irgendwas Grünes, das scheint ein Schlauch zu sein, der da irgendwie ins Wasser geht. Nee, Kackbratze, bei 50.000 Followern lasse ich mich nicht auf der Reeperbahn tätowieren. Das mache ich, wenn wir 1 Million schaffen bis zum 15. September. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ob die Ilona ein Schwesterschiff von der Britannia ist, das weiß ich gar nicht genau. Also auf jeden Fall ist es, glaube ich, die gleiche Reederei. Aber ob die baugleich sind, kann ich dir nicht sagen. Nee, Honda, ich habe auch noch nie Werbung gehabt. Ich kenne auch YouTube mit Werbung nicht. Also ich sage das immer wieder. Für mich war YouTube Premium eine lohnenswerte Investition. Cruisefire ist da. Herzlich willkommen auf dem Fischmarkt. Der Oskar, moin mein Lieber. Und eine Anzahlung für eine Runde Bratwürstchen von Stefan. 10 Euro. Ja, ich werde die Jungs auf jeden Fall auch irgendwann wieder zu einer kleinen Grillsause einladen oder eine Runde Pizza oder sowas. Mal gucken, vielleicht haben wir ja sogar eine Schleppercam bei den Cruise Days. Das wäre natürlich schon ein bisschen Premium. Aber gucken wir mal. Mal schauen, was sich so ergibt. So, jetzt sind sie schon gleich da hinten bei der Cap San Diego. Ich bin echt mal gespannt, wie das nachher aussieht mit der Blueport-Beleuchtung. Echt gespannt. Ach, guck mal, Skolza hat noch ein paar Infos. Die Britannia wurde am 10. März 2015 in Southampton in Dienst gestellt und noch durch Queen Elizabeth getauft. Queen Elizabeth. Nicht Queen Elizabeth, Queen Elizabeth. Oh, sag mal, können wir noch mal neu starten, den Stream? Bitte einmal Neustart. Bernhard, ich weiß nicht, ob noch ein Beluga kommt, aber den sehen wir von hier eh nicht. Das ist das Problem. Also wenn, dann überhaupt wirklich nur ganz, ganz klein. Also da ist nicht wahnsinnig viel zu holen beim Thema Beluga heute. Ach, guck mal, Niklas weiß es. Die Ilona ist selbes Modell wie die Aida Nova. Okay. Und die Ilona ist das, die in Papenburg gebaut wurde. Oh, was habe ich denn jetzt gerade für ein Problem? Da ist mir gerade eine Kamera abgeraucht. Schon wieder da. Schon wieder da. Jetzt können wir noch mal gucken, ob das wieder funktioniert. Da ist die Kamera wieder. Tube Radio hat Geburtstag heute. Happy Birthday, mein Lieber. Alles Gute. Da hauen wir doch mal ein Geburtstagshorn raus.
René, der Berliner, 10 Euro. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ey, du hast auch letztens außer der Reihe, als gar kein Stream lief, hast du noch gespendet, Mensch. Auch dafür nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön, mein Lieber. Hab ich natürlich gesehen, aber lief gar kein Stream. Konnte ich gar nicht Danke sagen. Dankeschön. Norbert verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Der Hessenblitz ist mit 10 Euro dabei. Danke, Hesseblitz und der Puddle Jumper im 4. Monat mit dem Prime Sub. Danke, danke. Debuse, 15 Monate. Mensch, Leute, es eskaliert hier schon wieder heute. Ja, die sind jetzt gleich hinten angekommen am Oswaldkai, vorbei an der Elbphilharmonie. Na, aus den 17:30 Uhr ist aber auch nichts geworden, oder? Echt für Kaffee und Kuchen der Lotse. Hätte ich gar nicht so einen Stress machen müssen. €5 kommen noch mal per PayPal rein von einem anonymen Spender. Dankeschön. AIDA-Fans Duisburg sind da. 3 Monate. Dankeschön. Daniel fragt, wie komme ich zu dem Kai wegen Film? Welchen Kai meinst du denn? Meinst du, wo wir jetzt stehen? Oder meinst du, wo Fairplay hinfährt? Oder meinst du da, wo die Britannia ist? Gut, das ist Fairplay 96, der Schlepper, den du siehst, mit Captain Kanzler und Schrauber Niki. Der Rolli-Jumper direkt hinter mir. Moin. Moin, ihr Lieben. Tobias, du kannst gerne Screenshots von unseren Streams machen. Wenn du das postest irgendwo bei Facebook oder so, dann sei nur so lieb und pack die Quelle dabei. Also schreib einfach, wo das herkommt und lass unser Logo drin, dann ist alles gut. Dann freu ich mich sogar. Also finde ich gut, wenn ihr da dann uns ein bisschen mit kleiner Werbung unterstützt. So, da kommt der nächste Schlepper auch schon. Kann sein, dass der auch da hinten hinfährt, aber Fairplay 96 scheint beim Job angekommen zu sein. Larissa, nein, also Conny ist nicht normalerweise auf der 96. Conny hat gar keinen festen Schlepper mehr, dadurch, dass er jetzt diese Tätigkeit als Flottenkapitän hat. Ist der gar nicht mehr fix auf einem Schlepper. Der war ja sehr lange auf der Nordic und jetzt ist er ab und zu mal als Springer dabei. Also der war letztens auch mal auf der 96, aber einen ganz festen Schlepper hat er nicht. Moni, schön, dass du auch da bist.
Schon seit 17 Monaten mit Grüßen ans Team und den Chat. Dankeschön. Rolf, auch an dich ein Dankeschön. 2,49, wie immer top. Übermorgen Regen geht's auf die Soll. Ich drücke dir die Daumen, dass sich das nochmal ändert. Also momentan ist auch für Samstag Cruise Days Regen angesagt. Ich hoffe mal, dass die Wettervorhersage genauso unbrauchbar ist wie in letzter Zeit und sich nochmal ändert, dass wir zumindest keinen Regen bekommen. Das wäre schon ganz schön. Bernhard, moin mein Lieben, mein Lieber, einen blauen, 20 €, Dankeschön, danke. Liebe Grüße. Und Stefan, nochmal 10 € für eine Runde Flensburger Küstenmix, Spezi Cola Orange, die Grillrunde mit Fairplay 95. Klingt auf jeden Fall lecker, Flensburger Küstenmix. Tube Radio, nee, heute schaffen wir die 50.000 nicht, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Das wird nichts. Guck mal, was da alles steht, ne? Jede Menge Fahrzeuge an Land. Das Schiff liegt auch da hinten am Oswaldkai. Das ist ja da, wo auch immer die ganzen Autotransporter liegen. Und ich weiß gar nicht, das kann aber sein, dass das die Fahrzeuge sind, womit die Container abtransportiert werden. Sehen zumindest so aus. Martin und Jutta haben 2 Jahre voll. Dankeschön, ihr Lieben, für diese Treue. Wahnsinn, klasse. Ja, Cruisefire, Oskar, mein Lieber. Ob wir von der Britannia ein Horn bekommen, sind sehr sparsam immer. Wie heißt die Reederei? Ist das P&O Cruises? Ja, ne? Wäre natürlich cool. Aber Leinen sind noch fest. Warum haben Frachtschiffe immer Schlepper und Kreuzfahrtschiffe nicht? Also grundsätzlich, also es ist nicht immer so. Es gibt auch mal Kreuzfahrtschiffe mit Schlepper, es gibt auch mal Frachtschiffe ohne Schlepper. Aber es ist schon so, dass Frachtschiffe sehr häufig Schlepper haben und Kreuzfahrtschiffe eher selten. Und das liegt einfach an der Antriebsart und der Manövrierfähigkeit. Die Frachtschiffe haben in der Regel einen Festpropeller. Also die haben eine starre Welle, hinten einen Propeller und ein Ruder, haben dann meistens noch vorne ein oder mehrere Bugstrahlruder. Die sind einfach nicht so manövrierfähig. Die können jetzt nicht quasi auf der Stelle drehen und wenden und brauchen halt im Hafen immer Unterstützung von einem Schlepper. Also für die ganz engen Manöver, wenn es darum geht, das Schiff zu drehen oder es an die Pier zu drücken, das ist eher schwierig mit den Frachtschiffen. Die kleineren Feeder, die können das teilweise. Also hier so Skalargröße zum Beispiel, die kriegen das auch alleine hin. Aber die größeren Schiffe, da funktioniert das nicht. Und die Kreuzfahrtschiffe, die meisten haben halt diese Azipods, diese 360 Grad drehbaren Propellergondeln. Und die sind einfach viel, viel wendiger, können damit dann auch ohne externe Hilfe sehr gut manövrieren. Es gibt auch Kreuzfahrtschiffe, die noch einen Festpropeller haben. Ich glaube zum Beispiel Aida Sol, die hat auch noch einen Festpropeller, ist aber trotzdem sehr wendig und fährt auch meistens ohne Schlepper. Ja, und ansonsten sieht man bei den Kreuzfahrtschiffen dann oftmals einen Schlepper, wenn es sehr windig ist, weil die haben ja eine extrem hohe Angriffsfläche. Was man hier in Hamburg häufig sieht, gerade wenn die jetzt da hinten von Steinwerder kommen, wo auch die Britannia gerade liegt, dass ein Schlepper nur nebenher fährt. Also falls das Schiff jetzt irgendwie vom Kurs abkommen sollte, wenn der Wind dagegen drückt und es dann ja, plötzlich anfängt zur Seite zu driften, dann kann der Schlepper einfach ein bisschen korrigieren und dagegen halten. Aber meistens werden die gar nicht festgemacht, also sieht man meistens gar keine Leine.
Ja, Fairplay 96 wartet auch darauf, dass sie festmachen können. Also im Moment alle am Warten. Speziell für Schwester Hansen einmal die Blanke Nese, unser Loveboat. Noch ein kleiner Hinweis für die Cruise Days. Also ihr wisst ja, dass wir am Freitag und Samstag von der Dachterrasse beim Deutschen Wetterdienst streamen. Da kann man uns nicht besuchen, da könnt ihr nicht hinkommen. Aber wir haben uns jetzt überlegt, am Sonntag gehen ja noch zwei Kreuzfahrer raus. Einmal die Norwegian Dawn und die MSC Preziosa. Die wollen sie beide. Also die Norwegian liegt sowieso in der Hafen City. Die Preziosa, die wollen sie dann rückwärts zu den Landungsbrücken schleppen. Und dann sollen die beide gemeinsam rausgehen. Und wir haben uns überlegt, dass wir das vom Gin Hotel wieder streamen. Also wir werden dann wieder auf dem Dach vom Gin Hotel sein, auf der Dachterrasse. Und wenn ihr da Lust habt, vielleicht am Sonntag da vielleicht mal vorbeizukommen, ist auf jeden Fall ein nettes Plätzchen, um sich das anzugucken, mit einem schönen Drink dabei. Also Einladung steht. Ja, Björn, die Britannia ist in der Tat sogar schon zu spät. Die hatte nämlich den Hafenlotsen sogar für 17:30 Uhr bestellt. Deshalb habe ich auch schon gestartet. Also ursprünglich war halt auch die Ankündigung 18 Uhr. Aber dann haben die den Lotsen etwas eher bestellt, um dann jetzt doch wieder 18 Uhr draus zu machen. Es ist wieder Schiffsroulette im Hafen angesagt. Ja, ich weiß gar nicht, wo stehen wir denn eigentlich hier mit unserer kleinen Challenge? Naja, immerhin. 849.877. Schlebi84 lässt 5 Euro da. Immer sehr interessant und entspannt. Dankeschön. Super Teststream. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ja, Gin Hotel könnt ihr einfach googeln. Hier ist die Frage, wo das ist. Einfach mal Google Maps, Gin Hotel. Gin übrigens mit Doppel-N, also G-I-Doppel-N geschrieben. Ja, ich glaube, bei 96 tut sich was. Doreen, danke für die verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Ja, Schwester Hansen, danke für die Einblendung Gin Hotel, aber der Text ist noch vom Hafengeburtstag, 9.5. bis 11.5. Aber trotzdem danke für den Hinweis. Moin, moin mein Lieber. Na? Doreen haut eine Mitgliedschaft raus und Brigitte legt 5 nach. Danke, ihr Lieben. Ganz dickes Dankeschön. Ja, Männer, die auf eine Stahlwand starren.
Farbe dabei hätten für die Effekt. Stimmt, können Sie ja in Fairplay blau pinseln. Genau. Wenn das Fairplay dafür dient. Ja. Aber ist ein guter Tipp. Ich könnte mal den Gin Hotel Link könnte ich mal etwas allgemeiner machen. Patrick 87, du nervst nicht, aber ich kann dir nicht sagen. Also die Flaggen sind bestellt. Wann sie wieder bei uns im Shop sind, kann ich dir nicht sagen. Erst wenn ich eine Versandmitteilung habe. Also ich hoffe mal, dass die vielleicht Ende nächster Woche kommen. Aber ein definitives Datum kann ich dir leider nicht sagen. Nee, Fairplay 96 wurde heute nicht extra gewaschen. Lustigerweise sehen die Schlepper immer so aus, als ob sie gerade aus der Werft kommen. Also das ist echt. Also ich war jetzt schon ein paar Mal an Bord. Immer wenn du da hinkommst. Also ich bin ja meistens dann an der Schlepperbrücke und dann ist ja auch meistens Zeit zwischen irgendwelchen Jobs, wenn ich da kurz hinfahre. Und irgendeiner ist da immer am Wienern. Es ist immer jemand am Putzen und am Machen. Tom, am meisten Action bei den Cruise Days ist natürlich Samstag. Also da ist halt abends die größte Show mit der großen Parade. Ne? Aber momentan sieht es halt ein bisschen nach Regen aus. Müssen wir mal schauen. Manuel schickt 5 € und fragt, sieht man mich mit meiner Hamburg Hafen Live Flagge in Steinwerder? Stehe da heute, um die Britannia zu verabschieden. Also ich habe noch keine Flagge entdeckt. Oh, das war die Neuenfelde. Wer ist denn da drauf? Marmalachs. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zu sehen, welches Schiff wann, wie, wo kommt. Also einmal kannst du natürlich die ganzen Schiffe auf dem Schiffsradar, naja, ein Radar ist es eigentlich nicht, das sogenannte AIS, verfolgen. Da gibt es verschiedene Apps wie Vessel Finder, Marine Traffic und so weiter. Dann gibt es sogenannte Segellisten, das sind im Prinzip die Fahrpläne von den Schiffen. Die kann man einsehen und ja, wenn das alles nichts hilft, dann versuche ich halt immer noch irgendwie über persönliche Kontakte an Infos zu kommen. Zum Beispiel über einen Hafenlotsen, den ich sehr gut kenne, der hilft manchmal aus. Ja, der hat mir heute auch gesagt, dass die Britannia um 17:30 Uhr rausgeht. Willst du noch anrufen? So viel zu dem Thema. Aber liebe Grüße an Donatus an dieser Stelle. So, jetzt kommt erstmal der Decksmann. Wir holen mal die Leine rüber bei der Evridiki. Wahrscheinlich gehen die noch vor die Britannia. Moin. Moin. Ist krass, wie klein der ist, ne? Auf dem Bild. Okay, ist jetzt auch Weitwinkel die Kamera, das muss man dazu sagen. Da wirkt er natürlich noch mal kleiner, aber trotzdem, wenn man das halt so sieht. Und das ist jetzt nur ein Containerschiff von 210 Metern Länge. Ja, und schon ist die Leine drüben. Ankerbengel auf einen schönen blauen Abend. Ja, schauen wir mal, wie blau das heute wird. Ob die wirklich deutlich mehr Lampen installiert haben als letztes Jahr.
So, das ist das Zeichen. Leine ist fest. Aber bei der Britannia tut sich noch nichts. Gut, dass wir Schleppercam haben. Als Hauptprogramm. Das ist gerade morgen. Aber dauert auch noch einen kleinen Moment. Also die Leinen bei der Evridiki sind auch noch nicht los. Beziehungsweise ich sehe da auch noch gar keinen Festmacher. Keine Festmacher. Nirgendwo Festmacher. Nee, Nutzen Bescheid gesagt, soll nicht den festmachen. Hallo? Ja, kannst ruhig ein Foto machen, klar. Wieso heißen die Festmacher Festmacher, wenn sie die Leinen losmachen sollen? Die müssten doch Losmacher heißen. Ja, aber um die Leine loszumachen, müssen sie die vorher festmachen. Deshalb heißen sie Festmacher. Eine Leine, die nicht festgemacht ist, kann nicht losgemacht werden. Ist doch eine ganz einfache und logische Erklärung, oder? Guck, die Maritime Circle Line. Na komm, dann schieben wir noch einen kleinen Werbeblock ein. Vielleicht braucht ja noch jemand einen Kalender.
da sind noch keine Leinen los. Auch bei der Britannia nicht. Mensch, wir hätten ja noch eine Stunde schlafen können. Obwohl, hätten wir Willi nicht gesehen. Dann hätten wir Willi nicht gesehen. Ganz schön was los hier. Alle starren aus Wasser und nichts passiert. Ja. Bitte? Immer so mit Eis. Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Schön, dich wiederzusehen. Hallo. Ich soll dir viele Grüße ausrichten, dir und Tanja von Hafenpüppchen. Das ist aber lieb. Ja. Dankeschön. Ja, Danke, Grüße zurück. ja, sag mal, ja. Wir sind nur mit dem Hund da. Grüße von der Hafenpüppi. Ja, Ja, die ist auch öfters im Chat. genau. Und jetzt sind wir eine Woche in Hamburg. Ja, schön. Dann genießt es. Ah, auf jeden Fall. Ja, also dann Grüße und Schönen bis Abend zum nächsten euch. Mal. Auf jeden Fall im Chat. Danke euch. Tschüss. Frank Film, danke für 16 Monate. Ohne Hamburg Hafen Live kann ich mir nicht mehr vorstellen. Danke, danke. Warten mache ich ja ganz besonders gerne. Martin meldet sich im Chat. Martin, wir haben dich vor Ort erwartet. Ja, warum sollte ein Schiff auf dem Meer eine 360-Grad-Drehung machen? Meinst du zur Kompasskalibrierung oder? Ansonsten, also die machen ja auch im Hafen keine 360-Grad-Drehung einfach so. Also wenn überhaupt, dann ja mal als hier die Kompasskalibrierung. Aber ansonsten drehen die sich ja jetzt nicht einfach so. Also wüsste da jetzt nicht so richtig, warum sie das tun sollten. Ja, eigentlich habe ich Pizzabrötchen erwartet. Hat Martin geschrieben, ob er noch kommt oder hat er Verkehrspsychose? Naja, wenn die Britannia nicht will, dann nehmen wir einfach den Schleppi. Da scheinen die Leinen los zu sein. Ja klar, beim Mann über Bord oder so, natürlich, da drehen die sich auch mal Nilsi. Ja, ja. Das sind natürlich dann Manöver so außer der Reihe. Aber jetzt einfach so ein 360 eigentlich eher nicht.
Ja. Also eine Fähre sehen wir hier schon mit Blaulicht. Was macht denn die Polizei eigentlich beim Blueport? Die wird ja völlig übersehen. Ja, es ist nie ohne Licht fahren. So, Fairplay 96 zieht an. Oh, Martin hat ein EDV-Problem. Pizzabrötchen bringt er mit. Ich hoffe, kein EDV-Problem bei der Bestellung der Pizzabrötchen. Ja, 96. Gibt Schub. Die müssen auch nicht mehr drehen. Ich glaube, die können da einfach direkt vorwärts raus. Ja klar, also wenn die Schiffe neu sind, dann machen die auch Testfahrten, klar. Dann machen die natürlich auch viele Testmanöver und dann versuchen die natürlich das Schiff an seine Grenzen zu bringen und dann machen die auch 360-Grad-Drehungen und alles Mögliche. Aber das ist ja eher so zum Test. Ne? Ich glaube, die Frage bezog sich auf den, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Betrieb. Ja, vielleicht lässt die Britannia dann die Every Dicky noch durch. Schöne Patina hat das Schiff, oder? Richtig schöne Patina. Hast du Lust, gleich ein bisschen Kamera zu machen? Dann können wir noch die Drohne dazu nehmen. Also die Schleppercam ist übrigens die 4, ne? Drohne 3. Jürgen, Dankeschön, 2 Euro. In Long Beach schleppt man die Toy einzeln. Ja. Aber bei der Britannia sind noch alle Leinen dran. Cactus, no, I'm not driving this tug. I have a driver. Alistair, hello from Carrying Place, Ontario in Canada. Welcome. Ja, und da geht die Reise schon los für die Every Dicky. Das heißt, so lange wird das nicht dauern, bis wir die hier sehen. Ich könnte schon mal hier ich glaube, ich muss noch den Filter wechseln. So. Ich glaube, das kam von der Every Dicky.
Ich würde jetzt gleich schon mal starten. Dann haben wir die wenigstens in der Luft. So, Vorsicht hier bitte einmal. Schleppercam mit Elfen. Ich sehe sie. Aber ist noch weit weg. Bin gerade erst rausgefahren. Da hinten. Ja, ich denke, jetzt lässt die Britannia auf jeden Fall die Evridiki durch. Kann sie schon fast losfahren, wenn sie da hinten raus ist. Spaghetti-Eis von Annette. Dankeschön. Danke, Annette. Ja, alle, die später dazu gekommen sind. Also, wir warten auf die Britannia, die um 17:30 Uhr ablegen wollte. Die hat jetzt ein bisschen Verspätung. In der Zwischenzeit geht die Evridiki raus. Heute mit der neuen Schleppercam auf Fairplay 96. Und wenn die beiden Schiffe durch sind, dann warten wir noch ein bisschen, bis es dunkler wird und wollen uns angucken, wie der Blueport eingeschaltet wird. Heute ist das sogenannte Light-Up, also im Prinzip quasi ja, die Eröffnung. Ich glaube, wir haben gerade auf der Schleppercam ganz schlechte Bitrate. Es wird gleich bestimmt besser, wenn die sind da irgendwo im Funkwindschatten. Oh ja, wir haben die Starterlaubnis wieder vergessen. Egal. Ich frage mich gerade, was hier so Geräusche macht, aber das ist ja die Drohne, die hier noch so ganz in der Nähe ist. Guck mal, ob das Bild jetzt wieder besser ist bei der Schleppercam. Klein sieht es schon ganz gut aus. Ja, das ist wieder besser. Und wie so oft passiert wieder alles auf einmal. Da tut sich gar nichts an der Britannia. Ne? Ich habe die jetzt auch von oben, kannst du mal auf die Drohne schalten. Aber da tut sich gar nichts, wenn ich das richtig sehe.
Björn meint bei der Britannia was entdeckt zu haben. Also ich habe da jetzt gerade nichts gesehen. Aber sie kann nicht weg. Also sie wird uns definitiv nicht wegfahren, ohne dass wir das mitbekommen. Hinten raus geht nicht. Ja, rückwärts raus, das wär's doch, oder? Sicher, dass die heute ausläuft, Franz Golze. Also der Lotse ist an Bord. Ich denke mal, das Essen ist gut. Von daher. Oh, ihr habt Schraubenwasser entdeckt bei der Britannia. Dann drückt die sich ein bisschen dran, damit die gleich die Leinen losmachen können. Ich kann ja noch mal mit der Drohne drauf gehen. Krass, auf was für Details hier. Ja, Leinen gehen los. Britannia, Leinen los. Die Spaghetti hängen im Wasser. Cruisefire, wir gucken nachher gemeinsam, wo die ganzen Lichter für den Blueport installiert sind. Aber ich denke mal, also ganz viele Hafenkrane, die Elbphilharmonie, Cap San Diego am Dock, also ganz viele Gebäude. Eine Liste habe ich allerdings nicht. Annette schickt noch ein Trostpflaster für Schwester Hansen. Ja, die muss am Wochenende fit sein. Das Golzer meint, die Britannia ist auf englischer Zeit. 17:30. Ja, du, wer weiß, wer weiß. Kannst du haben. Das kannst du haben. Aber vor der Evridiki kommt sie auf keinen Fall raus. Ich glaube, die machen hinten den Schlepper schon los. Die 96, da tut sich was. Dreher, willkommen an Bord. Danke für die Mitgliedschaft. Ganz lieben Dank. Ja, und zack ist die 96 los. Vorne der Schlepper scheint auch schon los zu sein. Dann freie Fahrt für die Evridiki G. Oder wie auch immer man es ausspricht. Da geht's auch los bei der Britannia. Es ist immer das Gleiche, ne? Erst wartest du und dann passiert alles auf einmal.
Ja, Britannia ist auch jetzt langsam in Bewegung. Und die 96 kommt jetzt auch noch mal gleich hier vorbei. Oh, ist das nicht schön? Also ich finde, die Evridiki hat eine richtig tolle Farbe. Ein richtig schönes Blau. Und da kommen unsere Schleppis, die Fairplay 15 und die 96. Ein dickes Dankeschön vor allem an die 96er Crew für die tolle Schleppercam heute. Sascha, ich danke dir für 18 Monate und gute Reise wünsche ich dir auf der Stella. Gehen wir auf die 96. Die drehen schon wieder durch. Mega, mega. Und einmal ein 360 aus der First-Person-View, direkt vom Schlepper. Richtig cool, danke Jungs. Ganz dickes Dankeschön, Jungs. Britannia kommt auch langsam da hinten raus. Und Stefan, danke auch an dich für 22 Monate. Dankeschön. Gerade aus Lühe. Christian Hering, nur so, Dankeschön. Danke für 2 Euro, mein Lieber, Dankeschön. Guck mal, 96 legt sich da hinten nochmal an die Bande. Und der Hessenblitz haut noch einen 5er-Pack raus. Dankeschön.
Ja, Manuela, Fairplay sind die Besten, absolut, die allerbesten. Na, wenigstens gab es ein kleines Horn. Lohnt sich wieder, oder? Wo geht denn die eigentlich hin, die Britannia? Habt ihr mal nachgeschaut, was die für eine Route hat? Guck, die 96 möchte auch noch ein bisschen Kreuzfahrtschiff gucken. Richard sagt Richard, wir haben noch über 50% Drohnenakku. Also das reicht für die Britannia noch. Hoffe ich. Und sonst geht das ja relativ flott mit der Zwischenlandung. Pizzabrötchen. Bitte? Es riecht nach Pizzabrötchen. Ja, es riecht nach Essen, in der Tat. Ja, Kommt da Willi noch mal? ja, Willi kommt auch von der Seite. Aber warte mal, ich mache das tatsächlich. Also der Richard, das ist gar keine schlechte Idee. Ich wechsle noch einmal schnell den Akku. So, Vorsicht bitte einmal. Ich würde gerne einmal hier runterkommen. Runter ist die nicht. Ach, die gute 80er Jahre Musik. Auf Willi ist Verlass.
what love is. Willi, mein Lieber! Geh mal drauf. So, jetzt bin ich wieder up and running. Ja, vielen Dank für den Urheberrechtshinweis auf YouTube. Christa, ich danke dir. Grüße aus Ottensen, 2 €. Und Christoph Kuhlmann, 50 €, ganz lieben Dank. Danke für den tollen Stream, besonderen Dank für den Stream beim Auslaufen mit der Judith im August. Ja, Christoph, das war klasse. Das war die erste Hamburg-Hafen-Live-Flagge auf einem Schiff. Ja, aber Willi kriegt ganz klar, finde ich, die Lässigkeitspunkte, oder? Ich meine, hier fast jeden Tag mit dieser Nussschale durch den Hafen schippern, mit dieser Musik. Also ich finde, der hat schon irgendwie einen ziemlich coolen Lifestyle. Katrin, danke auch an dich. Dankeschön. Nils, das Vibrieren vom Bild, das ist bei der großen Kamera, weil wir hier auf einem Holzfußboden stehen und hier ziemlich oft Leute vorbeigehen. Fünf kurze Töne, die waren für Fairplay 96. War das nicht der... War das nicht? Ich weiß nicht, was du da tust. Bedeutete das nicht irgendwie sowas? Ich mag das ja mit der Union Jack Flagge. Vorortkamera.
Guck mal, die 96. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfilmen soll. Oh, die nebeln sich da komplett ein. Hast du sie noch mal? Da müssen wir die Britannia jetzt fahren lassen. Ich fliege da mal rüber. Wahnsinn! Ich habe sie jetzt von oben. Richtig cool. Geil ist das denn? Gibt es hier noch eine ordentliche Fifi-Show? Mega! Oh, was ist hier schon wieder los? Mit ein paar Möwen. Ich traue mich nicht näher ranzufliegen. Ja, richtig gut. Also echt dickes Dankeschön. Dickes, dickes Dankeschön. Ich kann noch mal der Britannia hinterher fliegen. Mega, mega. Ja, so schnell wird ein 25 Meter Schiff zum Star gegenüber einem über 300 Meter Kreuzfahrtschiff. Richtig, richtig gut. So. Super Kanal, gerne weiter so. Dankeschön.
Das war ein bisschen viel Drehung in der Drohne. Ja, ein dickes Dankeschön an Captain Basti Kanzler und Schrauber Niki und ich glaube, oh Mann, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube, Hannes ist der Decksmann. Puh, richtig cool. Du kannst noch mal auf die Schleppercam gehen, wenn du möchtest. Dann fahren wir da noch einen Moment hinterher und ich kann in Ruhe landen. Nämlich gerade irgendwie ist das Bild von der Drohne gerade ein bisschen gestört. Das war ein bisschen pixelig. So, jetzt aber mit Landeerlaubnis, oder? Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear Vorsicht to left. einmal. So. Sehr gut. Das war doch ein guter Auftakt für die Cruise Days. Schon ist der Hafen tot. Ja, und schon, genau, und schon ist der Hafen tot. Ich schließe mal eben die Akkus an. Vielleicht brauchen wir die nachher noch. Wann soll denn das losgehen? 20:30 Uhr sollen erst die Lichter angehen. Okay, gut, jetzt kann ich mal wieder ein bisschen in den Chat gucken. Och Leute, das war doch klasse, oder? Das war richtig klasse. Also, Katrin hatte eine Mitgliedschaft verschenkt. Nilsi, 2 Euro für Kiezmische und Pizzabrötchen. Nilsi, Dankeschön. Mike Fassbender, 2 Euro für sensationell und einfach klasse. Abend mit Fairplay 96. Danke auch an dich. Zweite Kamera weg. Ist weg die zweite Kamera? Ist sie wieder. Jetzt ist sie wieder da, okay. Christian Hering, 2 Euro für den Teststream und Mike auch nochmal 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Richtig klasse. Ja, das war echt gut. Also das war ein gelungener Einstand von Fairplay 96 mit der Schleppercam. Und da kommt noch Anita Ehlers.
Der wilde Knutscher sagt, fabulös. Ich danke dir für 2,49. Ja, die zweite Kamera war kurz weg und an der zweiten Kamera hängt auch der Ton und deshalb war der mit weg. Birgit, das. Ach, Birgit ist das, nicht Anita. Ich weiß nicht, die erste Kamera war eben auch einmal kurz weg. Keine Ahnung. Also jetzt heißt es gleich ein bisschen warten und Zeit überbrücken. 20:30 Uhr sollen die Lichter angehen. Dauert noch ein bisschen. Aber sag mal, kann das sein, dass noch die APL sollte doch noch rausgehen um 19 Uhr? Aber ich meine, ich hätte da jetzt keinen Schlepper gesehen. Mag mal jemand in die Hala Segelliste gucken, ob die APL, ob die noch auf 19 Uhr Abgang steht vom CTT? Hintere von den beiden. Die stand mal auf Abgang. So, Fairplay 96 ist auch zu Hause angekommen. Die haben festgemacht. Also an euch ein dickes Dankeschön. Und ja, ich weiß gar nicht, ob die noch einen Job haben. Ansonsten schon mal schönen Feierabend. Aber ja, bei Schleppern ist das immer schwer zu sagen. Das kann sein, dass die auch mitten in der Nacht noch mal einen haben. Ach, auf 20 Uhr stehen die jetzt. Um 20 Uhr. Bianca, um 20:30 Uhr startet der sogenannte Blueport. Das ist hier diese blaue Illumination. Also der ganze Hafen ist blau beleuchtet. Kräne, Docks, Gebäude, Elbphilharmonie, teilweise die Fähren, Cap San Diego. Also alles leuchtet blau. Und das wollte ich mir ganz gerne angucken. Dauert halt jetzt noch ein bisschen. Ach, guck mal, an der APL wird noch geladen da hinten. Aber ja, müssen wir einfach ein bisschen die Zeit überbrücken. Müssen wir uns halt ein bisschen mit den Fähren über Wasser halten. Bastian, welche Schiffe an der Parade teilnehmen? Ich weiß es gar nicht auswendig. Also müsste ich jetzt nachgucken. Ich weiß es nicht auswendig. Tut mir leid. Tschüss. Ob ich genug Bandbreite habe für die Cruise Days? Ja, schauen wir mal. Gucken wir mal. Bocci, wir stehen beim Deutschen Wetterdienst am Wochenende.
Dieter, 27 Monate schon. Ja. Ich danke dir. Danke. Der Wilhelmsburger ist seit 8 Monaten auf Twitch dabei. Danke dir. Ulrich verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Und Leon hat auch noch mal 2 Euro rausgehauen. Dankeschön. Also hier kommt noch mal die Liste. Mein Schiff 4 ist dabei. AIDA Perla ist dabei. MSC Preziosa ist dabei. Und die Vasco da Gama. Außerdem noch die MS Sans Souci. Die MS Sans Souci ist ein Flusskreuzfahrtschiff. Ob die jetzt dauerhaft die Schleppercam behalten? Also das Problem ist halt mit dem dauerhaft, dass sowohl die Schlepper als auch die Besatzung immer mal wechseln und es durchaus passieren kann, dass die ja, nicht, beim nächsten Mal nicht in Hamburg sind. Na, also insofern kann ich das nicht versprechen, dass die jetzt dauerhaft die Schleppercam behalten. Aber ich hoffe es mal, dass wir sie da auf jeden Fall jetzt in Zukunft öfter zum Einsatz bringen. Aber ja, müssen wir sehen. Müssen wir sehen. Gabi fehlen auch die Worte. Gabi, Dankeschön. 2 Euro. Ute, tschüss. Tschüss, Ute. Freitag geht's los mit den Cruise Days. Abends ist die etwas kleinere Show mit der Vasco da Gama. Und da soll es ein blaues Feuerwerk geben. Also halt ja, eine Lichtinszenierung mit einem blauen Feuerwerk der Vasco da Gama. Am Samstag dann die große Parade. Beides ist, glaube ich, für ca. 21 Uhr veranschlagt. Und am Sonntag dann nochmal das Auslaufen der Norwegian Dawn und der MSC Preziosa. Das geht dann um 19 Uhr los. Und am Sonntagabend, da sind wir beim Gin Hotel. Also da könnt ihr auch, wenn ihr Lust habt, auf der Dachterrasse vom Gin Hotel vorbeikommen, euch da einen Drink nehmen und dann dort ein bisschen das Auslaufen der beiden Schiffe angucken. Aber beim Deutschen Wetterdienst auf der Dachterrasse, da können leider keine Besucher hoch. Oh, Casimel ist auf der Mein Schiff 4. Ja, ob wir dich beim Winken entdecken, wir sind verhältnismäßig weit weg. Also ich glaube, richtig nah ranzoomen, das wird schwierig, aber wink ruhig. Genau, Nisi, Cap San Diego fährt auch. Nisi, weißt du, ob die am Samstag auch bei der Parade mitfährt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Na, wo ist denn Martin abgeblieben? Hat er immer noch ein EDV-Problem? Also EDV-Problem klingt auch grundsätzlich erstmal nicht gut. Bitte? Mit dem Winken muss sie jetzt nichts anzufangen. Nee. Wäre aus dem Rheinland. Ich bin Aus dem auch Rheinland? Mitglied. Ja, schön. Dankeschön. Ja, ich winke aber immer zurück, wenn jemand winkt. Ja? So freundlich, ich höre das ja immer im Fernsehen. Von daher. Simone, danke für dein Upgrade auf die Speicherstadt. DJ Tobi, nee, also von dem Disney-Schiff in Bremerhaven habe ich nichts mitbekommen. Das war diesmal außerhalb meines Fokus, die Disney Adventure. Ich weiß, dass die auch gestern irgendwie nach Bremerhaven ist, aber das war alles, das passte überhaupt nicht, da irgendeinen Livestream zu machen. Daniel, Blueport soll um 20:30 Uhr losgehen. Ich weiß, dauert noch ein bisschen, aber wir hatten halt noch die Britannia und ich finde, das Hauptprogramm mit Fairplay 96 war auf jeden Fall lohnenswert, eher zu starten. Ach, guck mal, das ist ja interessant. Die Cap San Diego kommt um 21 Uhr rein und wer an Bord ist und mitfährt, kann dann die Parade von Bord gucken. Das ist ja auch cool, ne? Das ist ja auch cool. Nils, du kannst auf die Dachterrasse vom Gin Hotel jederzeit hoch. Also es ist ganz normal eine Bar da oben
so eine Rooftop-Bar mit einem Außenbereich. Also du musst da nicht Gast sein. Du kannst jederzeit, wenn die geöffnet ist, kannst du da hoch. Ich will sonst Pizzabrötchen holen. Also ich habe jetzt keinen Wahnsinnshunger oder so. Ist jetzt nicht so, dass ich... Knurst gleich oder so. Nee, ist jetzt nicht so, dass ich gerade den mega Hunger habe. So verzweifelt auf Martin gefragt hast. Nee. Ja, weil Martin ja vorhin gesagt hatte, dass er noch vorbeikommt. Kommt noch irgendwas? Oder? Nee, also es ist eigentlich alles so weit weg. Wir warten jetzt nur darauf, dass das blaue Licht angemacht wird. Ach, das, die Geschichte. Ja, Die Geschichte, ja, genau. heute, ja, ja. Die Geschichte, ganz genau. Ja, erst 20:30 Uhr. Okay. Also könnt noch einmal um den Block laufen. Ja, also die Parade, die wird hinten Hafen City, also die wird da so rund um die Elbphilharmonie, also da hinten eine Aufstellung nehmen und dann fahren die an den Landungsbrücken vorbei. Wie und wo die jetzt ganz genau stehen, das weiß ich nicht. Also es sind ja schon größere Schiffe. Ich glaube nicht, dass die alle ganz hinten an der Elbphilharmonie vorbeifahren. Ich denke mal, dass mindestens 2 Schiffe auch sich direkt schon an den Landungsbrücken positionieren werden. Ach guck mal, Nilsee ist Samstag auf der Cup San Diego. Ja, viel Spaß, mein Lieber. Ja. Was tut das blaue Licht? Es leuchtet blau. Genau. Ach, Bianca. Bianca hat sich die Disney Adventure angeschaut und sogar noch einen anderen Hamburg Hafen Live-Zuschauer getroffen. Cool. Es ist Zeit für Dingsbums und Gedöns. Andreas ist da. Moin, mein Lieber. Danke dir. Dankeschön. Wir können ja nachher noch mal eine WhatsApp verschicken, wenn das blaue Licht an ist. Oh. Geisbock hatte vor kurzem seine erste Kreuzfahrt. Wenn der Kapitän richtig verstanden hat, kosten 2 Schlepper zum Manövrieren in Palma, wie rein oder raus, 100.000 Euro. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, was die Schlepper genau kosten hier im Hamburger Hafen, aber 100.000 Euro ist
Dann werden die Gold. Definitiv, ja. Dann fahren die mit goldenen Propellern. Nee, also das kann nicht sein. Heimatlife Quiz geht leider nicht mehr, seitdem wir jetzt hier in 4K senden. Durch die sehr hohe Latenz funktioniert das leider mit dem Quiz nicht mehr. Nach Dingsbums braucht man Fischeis. Danke, Mike. Nochmal. Und Heiko ist jetzt auch einen Monat schon dabei auf dem Fischmarkt mit einem Dankeschön an alle von Hamburg Hafen Live und die schönen Streams. Maxim fragt, ob man vom Gin Hotel aus die Parade gut sehen kann. Ja, doch schon. Also es ist halt ein bisschen weiter weg, aber man kann gut da hinten hingucken. Und weil du erhöht stehst, glaube ich, dass das doch, ich glaube, das ist ganz, ganz gut, ja. Also es ist jetzt nicht der 1A-Platz, aber doch. Also ihr müsst euch das vorstellen, das Gin Hotel ist ein bisschen näher an den Landungsbrücken dran als jetzt hier meine Hauptkamera. Also stellt euch vor, diese Sicht und das Ganze dann aus 30 Meter Höhe, so ungefähr. Das ist so euer Blick, wenn ihr auf der Dachterrasse vom Gin Hotel seid. Also wenn ihr sagt, Samstagabend vielleicht mit einem Drink, das glaube ich, kann man ganz gut machen. Mal bei der Osterriff ist immer noch der Name abgedeckt. Scheint immer noch nicht getauft zu sein. Da war ja die Vermutung, als wir da letztens mit der Barkasse vorbeigefahren sind, dass sie demnächst getauft wird und deshalb dort der Name abgedeckt ist. Amarok ja am Freitag, die Vasco ist auch geplant. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir nicht morgens die Ankunft streamen. Es kommen ja 3 Kreuzfahrer rein, Freitagmorgen. Die Europa leider sehr früh. Also die Europa wird wahrscheinlich schon zwischen 5 und 6 Uhr hier sein. Aber die AIDA und die Vasco, die kommen etwas später. Vielleicht mache ich mal wieder so eine Sonnenaufgangsnummer. Zauselbart, auch einen Monat dabei, mit einem Danke für die sensationellen Streams. Ich danke dir vielmals. Ja, alles klar. Schönen Abend hier noch, ne? Hessenblitz meint, bei den Likes geht noch was. Da geht immer was. Da geht immer was bei den Likes. Aber viel wichtiger sind die Abos. Wo sind wir denn da? Ja, guck mal, noch 4 bis zum nächsten 100er. Also Deadline ist am 15. September. Sieht eigentlich ganz gut aus.
Also da hinten kommt jetzt, glaube ich, zumindest mal ein Schlepper angefahren. Vielleicht ist der ja schon für die APL. Slow Warm. Dankeschön. 5er Sub-Paket. Herzlichen Dank. Nee, Martina, liken tut nicht weh. Aber schön wäre es, wenn es weh tun würde, wenn man nicht liked und der Schmerz aufhört, sobald man den Like-Button drückt. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Hier melden sich schon die Ersten, die Freitagmorgen Zeit haben. Ben hat schon angekündigt, dass er Bock hätte, Freitagmorgen was zu machen. Andrea, warum soll ich nicht Freitagmorgen aufstehen? Ich habe ja schon viele Frühstreams gemacht. Warum nicht? Du hast ein falsches Bild von mir. Aber ist natürlich ein bisschen vom Wetter abhängig. Martina, ich danke dir vielmals. Willkommen bei uns auf dem Fischmarkt. Yves, Dankeschön. Yves haut noch mal einen 5er-Pack raus. Mitgliedschaften, Dankeschön. Danke, Yves. Da können wir heute mal wieder ein bisschen mit Hörnern hier rumhauen. Tanja, kannst du Paddy Freitag passend aus dem Bett schmeißen? Du kannst ja mal Tanja fragen, wer von uns der Frühaufsteher ist. Ja, ich denke mal, Herr Schleppi geht schon zur APL.
Jörg schickt noch 2 Schweizer Franken. Jörg, auch an dich ein Dankeschön. Ja, in der Tat sind die Hunde die Frühaufsteher. Das stimmt. Das stimmt wohl. Christa grüßt von einer Grillparty mit 20 Personen. Oh, ich habe einen Sensorfleck entdeckt. Warum hat mir das denn keiner gesagt von euch? Da ist doch links in der Ecke ein Sensorfleck. Das geht ja gar nicht. Den muss ich gleich mal wegmachen. Das ist der große Michel. Auch eine alte Hafenfähre. Ja, Hansi, ich habe Hörner gesagt. Danke dir für die 2 Euro, mein Lieber. Martina sagt, der Fleck ist schon lange. Warum habt ihr denn nichts gesagt? Normalerweise eskaliert ihr doch völlig. Moment, ich gehe das Problem an. Unten links im Bild ist rechts oben auf dem Sensor, ne? So, mal gucken, ob er jetzt weg ist. Jetzt sagen alle, sie wollten nicht nerven, ja. Ihr wisst doch, mit dem Sensorfleck kann man euch super beschäftigen. Aber sag mal, da hinten, da scheint irgendwie die Sonne gut unterzugehen, ne? Ich glaube, ich lasse noch mal die Drohne steigen. Wir gucken uns das mal da hinten an, ob das noch mal irgendwie ein bisschen hübsch ist. Ach, das ist ja cool. Das ist ja cool. Soll ich dir nur mal zeigen? Die hängt schön mit uns zu Hause. Super. Was war das denn für ein Piepen? Also wir haben irgendwie sehr schönes Licht, aber ich glaube, mit der großen Kamera kommt man da nicht so richtig hin. Deshalb mache ich noch mal Lufthansen klar. Guck mal, wie toll das da hinten aussieht. So. Vorsicht einmal. Ja, okay, okay, geh mal auf die 3 bitte, René. Ja, vor dem Blue Port ist der Golden Port, würde ich sagen. Wahnsinn, Wahnsinn. Hansi, noch eine verschenkte Mitgliedschaft, Dankeschön. Der Thomas ist jetzt auf Twitch neu dabei, willkommen an Bord. Und Christa hatte 2 Euro da gelassen von der Grillparty mit 20 Personen.
Außerdem verschenkt Hansi noch eine Mitgliedschaft. Hansi, ganz lieben Dank an dich. Und der Harald ist jetzt auch auf dem Fischmarkt dabei. Danke, ihr Lieben. Typhon, einmal Ohren zu halten. Oh, schon wieder ohne Startfreigabe. Ja, das gibt Ärger. Aber guck mal, wenn du mit der großen Kamera jetzt auf die Elfi gehst. Tschüss! Da kommt das Licht nämlich an. Hansi, noch eine Mitgliedschaft. Dankeschön. Time K897, ich danke dir vielmals. Herzlich willkommen bei uns an Bord auf dem Fischmarkt. Ja, das beste Zoll hat die AIDA Horn. Da habt ihr recht. Guck mal, da vorne steht einer mit Gitarre und singt und eine andere Dame filmt das. Hansi haut nochmal 2 Euro raus. Hansi, Mensch, Dankeschön. Danke. Schwester Hansen wünscht sich Queen Elizabeth. Die ist doch tot, oder? Das Horn von der Queen Elizabeth habe ich tatsächlich nicht. Nee, das habe ich nicht. Kann ich leider nicht mit dienen. Amarok haut 600 teuer auf Twitch raus. Ich danke dir vielmals. Ich glaube, wenn wir die jetzt fest auf Tageslicht machen, dann kommt die Sonne besser raus. Das ist doch schön, oder? Ist erfunden. Ja, geht so. Kerstin, willkommen an Bord. Dankeschön. Aber wenn wir sonst nichts haben, so ein Sonnenuntergang, der taugt doch. Aber gleich kommen die Wolken.
Dann ist vorbei. Twitch kann Hansi auch. 100 Toy von Hansi. Dankeschön. Es gibt übrigens einen Trick, wenn das so wackelt, ne? Du musst den Stabilisator noch mehr in Schwingung versetzen, indem du hier immer so ein bisschen, ne? Weil dann springt der Stabilisator an. Da bin ich noch nicht alt genug für. Du musst da so ein bisschen dran tattern. Weil sonst bei 500 mm oder so ist das schon echt ganz schön am Wackeln. Ja, Aida Horn, ich bin unterzuckert. Ja. Glaube, Martin ist in seinem EDV-Problem untergegangen. Nochmal 100 Toy von Thomas B. auf Twitch. Danke euch vielmals. Ja, jetzt verschwindet sie leider hinter den Wolken. Aber haben wir doch noch einen schönen Moment mitbekommen. Ja. Wann ist denn offiziell Sonnenuntergang? 1945 so ungefähr, oder? Oh Leute, Diane jetzt auch auf dem Fischmarkt dabei. Diane, Dankeschön. Die blaue Beleuchtung geht um 20:30 Uhr an, also viel eher wird man da auch nichts von sehen, weil es ja noch recht hell ist. Aber gelesen hatte ich was von 20:30 Uhr. Jürgen, danke für die verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Oh, guck mal, wer da kommt. Oh. Dass das keiner gefilmt hat. Martin kommt. Moin. Mit Pizzabrötchen. Ich habe was zu essen mitgebracht. Hast du dein EDV-Problem in den Griff bekommen? Oder, Ja, ich sagte ja, dieses oder hast- Internet. Das oder ist hast du furchtbar. alles in die Elbe geschmissen? Nee, das habe ich in den Griff gekriegt. Aber das Internet setzt sich nicht durch. Auf lange Frist bestimmt nicht. Ich glaube das nicht. Das ist eine Eintagsfliege. Ja. Das ist nur so eine Erscheinung. Ja. Das ist auch nicht gut. Ja, das stimmt. Ja, muss ich ja gleich landen zum Essen, oder? Wobei, die Pizzabrötchen kann man ja super einhändig essen. Ja. Mega. Boah, die sind echt gut. Voll lecker. Heute hast du auch nur einen Karton bestellt. Ne? Ja. Martin wollte letztes Mal in einer Losteria 4 Pizzabrötchen haben. Und dann hat er 4 Kartons bekommen. Und wie viel sind da drin? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 12, 13 Stück sind da drin. Da hatten wir 4 mal 12 Für 2 Tage. Pizzabrötchen für 2 Personen.
hier, Schwester Hansen wollte auch welche. Kinder einlegen. Ja, da mal ran. Katja hat so viele. Ja, jetzt bekommt der Chat Hunger. Zu Recht. Normalerweise seid ihr diejenigen, die mir Hunger machen. Wollen wir die mal zeigen? Hältst du die Rache? Nee. Du kannst ja rumdrehen, die Kamera. Ja. Bisschen dunkel, wa? Nein, hier wird nichts abgerissen. Das sind lediglich spielende Kinder. Also hier hast du übrigens Belichtungskorrektur, ne? Da kannst du dann kurzfristig mal ein bisschen heller machen. Ja. Schöner Sonnenuntergang dahin. Tom, Pizza-Emoji gibt es doch, oder? Das braucht man nicht mal machen. Ich meine, es gibt ein Pizza-Emoji. Ja, die schmecken wirklich, die Pizzabrötchen. L'Osteria ist allgemein auch sehr gut. Nur ein bisschen laut. Ist halt ein bisschen laut. Also natürlich nichts gegen unseren Stammitaliener Lust auf Italien. Wobei, hier draußen ist auch laut. Alle in die Mitte. Tom, die Hamburg Hafen Live Pizza, die gibt es schon. Das Einzige, was es noch nicht gibt, ist der Karteneinleger. Ich habe das ehrlich gesagt in den letzten Wochen ein bisschen aus den Augen verloren, weil wir nicht so oft bei Lust auf Italien waren. Aber im Grunde genommen ist alles dafür soweit fertig. Wir müssen halt jetzt mal diesen Karteneinleger finalisieren und dann irgendwann mal drucken. Brezel, Käse und Radieschen und Trauben. Martin, nimm du das letzte. Ich habe irgendwie Hunger heute. Aber bald können wir uns ja schon um die APL kümmern.
Ja, also auf Nachfrage kannst du die Pizza da schon bekommen. Bei Lust auf Italien. Bester Kaminfeuerkanal, ja. Manchmal habe ich auch das Gefühl, so, dann kann ich jetzt auch landen. Du hast umgeschaltet. Sehr gut. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. So, Kinder, alle weg. Ich glaube, wir können auch gleich irgendwann, obwohl ein bisschen können wir noch warten mit Kamerawechsel, ne? Können wir erstmal den Filter gleich abnehmen. Haben wir ja heute den Hauptgewinn. Ich würde die in den Bollerwagen legen. Ich tue die mal wieder. Ich bringe das in Sicherheit. Sie wird wissen, warum. Kinderhackfleisch à la Drohne, ja. Ja. Sag mal, Kinder, das ist doch kalt hier draußen. Deswegen laufen sie so viel. Ich habe immer die Kinder schreien hört, weiß ich, dass sie noch leben. Deshalb lassen die Eltern die Kinder auch schreien. Ja, genau, Martin ist mit dem Kindergarten gekommen. Es sind sogar nur 4 Kinder, also gar nicht so viele. Es passieren immer Dinge im Stream. Die man nicht vorhersehen kann. Tanja sagt, ich soll Schlüsselanhänger verteilen, wenn sie dafür um die Ecke gehen. Ich habe nicht genug dabei. Ja, Mikros funktionieren in der Tat. Ach, guck mal, wir haben 49.900 Abos. Ich glaube jetzt... Oh. Glaube ich, jetzt können wir den Endspurt einläuten. Können wir die Kinder vielleicht gegen Brigitte austauschen?
Ist nicht ganz so laut. Proxy, 20:30 Uhr geht das los. Also wenn es dunkel ist im Prinzip. Wir haben jetzt Sonnenuntergang und gleich geht noch die APL raus. Und ich denke, wenn die APL raus ist, dann wird man auch das erste vom Blueport sehen können. Sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Kamera völlig schief ist? Ich war gerade überlegen noch, aber ich dachte, du hast ja den Griff immer. Ich denke, die ist irgendwie durch die seismischen Aktivitäten der Kinder. An den Belgier wurde ein Sub verschenkt. Anonym, ganz lieben Dank an den namenlosen Spender. Ja, hier muss auch mal sein mit den Kindern. Sie gehen jetzt, glaube ich. Wollt ihr nicht noch bleiben? Kurz, ich komme gleich wieder. Ach so, Mama sagte kurz. Mama wird kalt. Wo sind wir denn hier eigentlich ISO-mäßig? Soll ich den schon abschrauben, den Filter? Ja, ne? Du bist jetzt auf der zweiten, ne? Lünadal, danke für dein Sub. Willkommen an Bord. Die holen ihre Geschwister. Schön. Also ich glaube, die ersten blauen Lichter, die wir sehen können, sind eigentlich alles Schiffe, oder? Ja. In den USA sind Container umgekippt am Hafen. Und ich glaube, in China ist ein Sack Reis umgekippt, ne? Wegen der Kinder. Wegen der Kinder. Vielen Dank für den Schlechtwettervertreib von Anja. Danke für die 2 Euro. Ja, musst du nach Hamburg kommen. Da hast du so ein Wetter.
Dann kann ich ja bei der Drohne schon mal den Filter abmachen. Wenn wir die gleich noch einsetzen. Hallo. Hallo, darf man sprechen oder nehmen Sie Man auch darf Sprache sprechen. auf? Wir nehmen auch Sprache auf, ja. Nee, das will ich nicht. Dann nicht? Nee, aber ich bin mal neugierig, was filmen Sie da? Das ist ein Livestream. Bitte? Ein Livestream ist das. Der läuft auf YouTube. Ja. Ja. Stehen Sie jeden Abend oder? Nein, nicht jeden, nur jeden zweiten. Danke, euch auch. Ach, die Kinder sind wieder da. Ach, jetzt mit den Vätern. Jetzt mit den Vätern. Stimmt, die Mutter sagte nur kurz. Richtig. Nur kurz einmal rein. Auge einer Mutter. So, jetzt sind die Filter alle ab. Guido, die kleinen Flaggen kommen wieder in den Shop, sobald sie geliefert sind. Bestellt sind sie, aber ich habe noch kein Lieferdatum. Ich hoffe mal Ende nächster Woche. Diese Woche definitiv nicht mehr. Ja genau, Schichtwechsel. Jetzt sind die Muttis drin, Genau. trinken sich schön ein Weinchen. Weinchen, ja. Jetzt sind die Fadis draußen. So. Nee, das sind nur Mädchen, die Kinder. Das hört man doch an der Frequenz. Was kochen die Kinder? Ja, Proxy, die Cruise Days sind Kreuzfahrtmesse. Ja, hier in der Tat ist hier auch noch so eine Kreuzfahrtmesse für Fachpublikum. Kinderkanal bei Hamburg Hafen Live, ja. Ah, ich habe das Spiel verstanden. Kinder im Hafen Live. Du hast das Spiel verstanden? Was spielen sie denn? Also sie sagen einen Namen und dann geht das so nach. Die Kamera halten, weil das mitspielen. Mit der gleichen Kamera für dich. Ja, Silben. Jetzt laufen sie ja nach vorne. Oder auch mehr.
Marco, ich denke schon, dass man bei dem einen oder anderen Kreuzfahrtschiff auch eine Besichtigung machen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man das vorher buchen musste. Das ist doch mal ein anständiger Sound. Ach, ich finde das nicht schlimm mit den Kindern, solange die nicht zu mir nach Hause kommen. Ach guck, AIDA macht's, Mein Schiff 4 macht's auch. Oh. Stolper ständig übers Stativ. Nächstes Jahr könnten die doch mal Pinkport machen statt Blueport. Aber schön, dass ihr hier gemeinsam mit mir durchhaltet und euch an dem Kindergeschrei erfreut. Mal schauen, ob die APL jetzt gleich pünktlich rausgeht. Bin echt gespannt, wie viel Blau die gleich raushauen. Nee, die Moderatoren sind noch nicht blau. Oder meinst du unsere Moderatoren im Chat? Ja, die sind ja dauerblau. Für die Buchung der ersten AIDA-Reise nach der Schiffsbesichtigung bedankt sich AIDA mit 50 €. Ja, ob das ein Dankeschön ist oder ob das eine Marketingmaßnahme ist, wer weiß es schon. Wer weiß es. Also auf jeden Fall nähern wir uns der blauen Stunde.
Und so ein bisschen blaues Licht von den Fähren kommt ja schon. Also angeblich soll es insgesamt 9000 Lampen beim Blueport geben. Ihr könnt ja nachher mal durchzählen. Ja, besser Kindergeschrei als dumme Sprüche im Chat. Da ist auch ein bisschen was Wahres dran. Ja, letztes Jahr war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht vom Blueport. Also es haben auch viele gesagt, dass es etwas halbherzig war. Teilweise waren also auch die Konturen von Gebäuden gar nicht so richtig nachgezeichnet mit den blauen Lichtern. Und da haben viele schon gesagt, oh, das ist alles irgendwie auf Sparflamme. Und jetzt habe ich halt gelesen, dass es ungefähr doppelt so viele Lampen sind wie beim letzten Mal vor 2 Jahren. Marco, nee, Blueport ist immer nur zu den Cruise Days, also alle 2 Jahre. Und da laufen tatsächlich vorher wochenlang Leute durch die Gegend und verlegen Kabel und bringen Lampen an. Das ist in der Tat so. Das ist auch nichts Dauerhaftes, das wird anschließend wieder abgebaut. Arndt, ich hoffe, die Frage kannst du dir selber beantworten, wer die zusätzlichen Stromkosten bezahlt. Das ist doch klar, oder? Stefan Niklas fährt immer sehr häufig die Frühschicht. Deshalb sehen wir den so selten im Stream. Aber du, also der lebt. Wir haben auch immer mal wieder Kontakt, so über Instagram, mal so sporadisch. Aber der liebt das, ganz früh morgens zu fahren. Lenny VP, willkommen an Bord. Schön, dass du unseren Kanal gefunden hast. So, müsste eigentlich bald losgehen bei der APL Savannah. 328 Meter hat sie, 46 Meter breit.
Ich würde mal die Kamera wechseln. Kannst du mir vielleicht gleich einmal zur Hand gehen? Ja, du musst gleich nur halten. So, gehen wir mal auf die 2. Es wird jetzt ja doch schon deutlich dunkler. Ups. Ne, da ist aus. So. Genau, du brauchst eigentlich nur mal einen Moment halten. Ich packe die gleich weg, sobald ich die andere drauf habe. Oh, das funktioniert nicht. So, jetzt haben wir auch wieder Kamera 1. So, geht auch los bei der APL. Kannst du mal ganz kurz, oder Martin, kannst du mal ganz kurz mit an die Kamera? Die APL geht nämlich los. Ich muss hier gerade noch was verpacken. Das eine Objektiv. Und würde noch mal aufsteigen. Jetzt kriegen wir ja noch ein schönes Luftbild. Oh. Ja, und wenn die weg ist, dann Lufthansa denke 1, ich, wind 040 degrees, 5 knots, runway 05, cleared for takeoff. oh Mann, ey, hoffentlich setze ich die Erwartung nicht zu hoch. Ja, ich habe nur noch keine Satelliten, aber die kommen gleich. So. Jetzt habe ich auch. Ja, jetzt haben wir auch Lufthansa. Christian, Dankeschön für 4,44 €. Der Countdown läuft, die 50.000 so nah. Ja, vielen Dank.
In der Tat, lange dauert es nicht mehr. Ich denke, zu den Cruise Days kriegen wir das hin. Ich liebe einfach diese Spiegelungen im Wasser und die Lichter von dem Terminal dahinter. Gibt es eigentlich einen, der so einen Schalter umlegt und dann gehen alle blauen Lichter gleichzeitig an? Das ist doch bestimmt zeitgesteuert, oder? Ja. Das habe ich gerade nachgelesen drinnen beim Essen. Angeblich über Mobilfunk. Über Mobilfunk? Ah, okay. Einzelne habe ich gelesen, angeblich müssen noch manuell geschaltet werden. Ah, okay. Aber welche das sind? Sabrina, willkommen bei unserem Kanal. Danke für die Mitgliedschaft. ADAC. Ohne gesprochen. Das ist jetzt schon geiler mit dem Objektiv, oder? Ja. Das ist echt deutlich besser bei Dunkelheit. Dirk, danke für 8 Monate. Und Jürgen, auch an dich ein Dankeschön. Noch eine Mitgliedschaft. Grüne Welle.
Also Hafen bei Nacht ist einfach faszinierend. Wenn man dann noch einen schönen Himmel dabei hat. Ich höre noch eine Drohne. Dennis, auch an dich ein herzliches Willkommen und dickes Dankeschön für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Christine, danke für 18 Monate. Ja, super Lichtstimmung, oder? Boah, aber der Himmel da hinten, der kann noch ein bisschen was, oder? Immer gut, wenn man irgendwie noch mal um die Ecke gucken kann. Boah, cool. Richtig krass. Richtig krass. Ronny, moin mein Lieber. 5 Euro. Nein, kein neues Objektiv. Nix Neues. Guck mal, da ist ein Feuerwerk im Gange. Oh. Bist du auf der Drohne? Ja, ne? Ja. Da rechts an der Seite ist ein kleines Feuerwerk. Ja, Martin, nichts, womit du dich da. beschäftigen Da, würdest. da, da. Ich weiß, du bist andere Feuerwerke Oh, gewohnt. so süß. Oh, auch hübsch. Ja, oder? Flieg mal hin. Ja, ist ja krass, dass so ein Containerschiff jetzt hier schon ein Auslauffeuerwerk bekommt. Nee, die Hala feiert da. Das könnte in der Tat sein. So. Ja. Ach, das ist diese Fläche da hinten, die sie neu gebaut haben, wo sie dieses Containerdorf gebaut Zelt steht. haben. Ach, und da macht die Hala jetzt, ja. Wo die Blue-Musik neu So, herkommt. zack, und der Blueboard ist an. Ich drehe mal. Tada! Hala leuchtet auch da hinten. Oh, das gucken wir uns gleich aber noch mal in Ruhe an.
Ja, ich gehe jetzt noch mal auf das Containerschiff und dann Blueport gucken wir uns gleich ganz in Ruhe an. Ach, dann haben die das pünktlich zum Blueport angemacht. Ja, wir schauen gleich mal ganz in Ruhe. Ich würde sagen, wir bleiben noch einen kleinen Moment auf dem Containerschiff und dann gucken wir uns mal ganz in Ruhe an, was hier alles wie beleuchtet ist. Ja, Conny Reimann hat Geburtstag. Boah, was für ein Licht. Da feiert die Hala. Klaus, ich danke dir. Boah, jetzt nach links ist das Blaue schon richtig heftig, ja? Weil da ist natürlich kein Restlicht mehr. Also nach rechts, jetzt mit dem roten Himmel, sieht man es halt noch nicht so heftig, die Beleuchtung. Aber wenn wir gleich in die andere Richtung filmen, da sieht man schon richtig gut. Schollinger, danke dir für deine Verlängerung auf Twitch. 3 Monate schon. Dankeschön. Und der Biebricher ist seit 7 Monaten dabei. Danke für deinen Prime-Sub. Ja, das ist schon ganz nett, oder? Soll ich gleich mal mit der Drohne in die andere Richtung? Flieg doch mal rüber. Ich zeige dann schon mal den Anfang vom Blau. Ja, ich muss das mal gucken, ob wir das... Du kriegst ja gar nicht immer alles drauf, das ist ja das Problem. Es ist schon schick. Was habt ihr denn mit dem A? Was ist denn... Einige schreiben hier irgendwas mit einem A. Ach so, das A. Ach so, in dem Bild? Okay. Oder die rufen alle A. Keine Ahnung, hatten eben schon irgendwelche was mit A geschrieben. Traxo, danke dir für deinen Prime-Sub. Dankeschön. Ja, warte mal, du musst. Nee, du hast da keinen Zoom, genau. Du hast da jetzt die Belichtungskorrektur. Achso, hast du schon gefunden, ne? Das ist eine andere Kamera. War das schon zu hell? Ja, das ist aber nur der Monitor hier. Du musst dich auf den Kameramonitor verlassen. Ah, okay. Das ist eher das, was bei Zuschauer ankommt. Ja, ist auch gut. Ach, Hala, da ist das A hinter, Hamburg Hafen. Ach, jetzt ist der Groschen gefallen.
Hala ohne A ist Hamburg Hafen Live. Ja. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Es hat etwas gedauert. Ganz lieben Dank. Dankeschön. Danke auch an das Rotznäschen für 200 Toi. Ja, die Drohne kann das gar nicht so richtig erfassen, weil natürlich unheimlich viel schwarze Flächen auch dazwischen sind. Aber sag mal, kann das sein, dass bei der Kühlbrandbrücke nur die Fahrbahn, nicht die Pylonen beleuchtet sind? Eigentlich nur einmal so. Einmal nur die Fahrbahn, ne? Ja. Genau, aber die Pylonen nicht. Ja, die Kamera kriegt das besser hin, ne? Weil die noch so ein bisschen das Blau im Himmel. Ah, ist schon schön mit der Beleuchtung. Schon schön. Es gibt nichts Schöneres als Langzeitbelichtung. Jetzt habe ich auch das blaue Hala entdeckt, endlich. Sag mal, ey, ich habe eine lange Leitung. Ach, da hinten ist das Logo da groß auf dem. Hatten wir das schon einmal? Warst du da schon mal drauf Nein, eben? vorhin schon mal. Ja, ne? Okay. Ey, Live mit A, ne? Live. Gott. Ich habe jetzt erst das Hala-Logo entdeckt und weiß, worüber ihr die ganze Zeit redet. Mann, oh Mann. Unfassbar. Paddy, du Vollhonk, ey. Ja, ihr dürft lachen. Ihr dürft lachen. Ich bin blau. Ja, lange Leitung, neu interpretiert. Also das ist schon keine Leitung mehr. Also das ist definitiv nichts Zusammenhängendes. Ich glaube, der Halunderjet kommt da gerade rein. Ja, also wenn ich ausreden müsste, könnte ich 111 Toll vom Biebricher, Dankeschön. okay.
wird schön. Aber eine tolle Lichtstimmung. Echt eine tolle Lichtstimmung. Anja schickt 5 €. Dankeschön. Bin vor einigen Wochen durch Zufall hier auf dem Kanal gelandet. Immer wieder begeistert. Jeder Stream ist unterhaltsam und informativ. Ihr seid ein tolles Team. Danke, Anja, und Grüße nach Lübeck. Und Juraj schickt auch nochmal 10 € für Hamburg Hafen Live. Nee, für Hala ohne A und Kiezmische. Oh Gott, ey. Oh Gott, ich danke euch vielmals. Danke, danke, mein Lieber. Und Ergolein macht das Jahr voll mit seinem Prime Sub. Dankeschön. Ich will mal gerade gucken, ob ich da mal... Ich mache mal gerade ein paar Fotos mit der Drohne noch. Ja. Weshalb es den Blueport gibt, ja, das ist halt, gibt es seit 10 Jahren. Das ist im Grunde genommen ein Kunstprojekt von dem Lichtkünstler Michael Batz. Und das wird halt immer anlässlich der Cruise Days gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das auch ursprünglich mal einen tieferen Sinn hatte. Das weiß ich gar nicht. Halonda-Jet kommt. Ja, ist schon schön. Da werden sich die Fotografen jetzt wieder richtig austoben in den nächsten Wochen. Ralf T., willkommen an Bord. Danke für die Mitgliedschaft. Auf der Speicherstadt. Und die Hafenpüppi ist da. Die Mami möchte sich noch für das kurze, aber sehr nette Gespräch bedanken. Macht weiter so. Liebe Grüße von Rosi Hafenpüppi und Dackeline Viola. Liebe Grüße zurück und herzlichen Dank für die 2,49, ihr beiden oder ihr drei.
Also ich mag's. Ja. Schreiben auch einige. Und es sieht ja von jedem Standort aus anders aus. Bin mal gespannt, wie das von oben aussieht dann bei den Cruise Days. Ist bestimmt auch toll. Bikerlux, der, ich glaube, bis zum 21. September bleibt das offiziell aufgebaut. Wie, was das bedeuten soll. Es leuchtet blau, das ist doch genug Bedeutung, oder? Ja, ich meine, was macht es? Es leuchtet blau. Das ist jetzt ein bisschen... ja. Du kannst auch manuell ISO machen. Oder so, ja. So, ich würde mal landen. Lufthansa 1, wind 020 degrees, 8 knots, runway 05, clear to land. Ach, guck mal, da hinten kommt die Grasbrook. Die ist jetzt in einem schönen Blau-Gelb. Ja, schreibt doch mal in den Chat, wie findet ihr es? Würde mich mal interessieren. Was ist eure Meinung zum Blueport?
Aber ich finde nächstes Mal dann eine andere Farbe. Pinkport. Was machen denn die Jungs von der Polizei hier eigentlich gerade? Können die jetzt nicht mal ihr Blaulicht anmachen? Die Polizei? Ja, ich finde jetzt mal hier so Blaulicht zum Blueport. Also quasi so als Kirsche auf der Torte. Aber die liegen jetzt auch gerade ideal. Nee. Annette, danke dir auch nochmal für 2 €. Dankeschön. Nee, also Willi macht da glaube ich nicht mit. Willi ist für solche Spirenzke nicht zu haben. Der macht kein blaues Licht an. Wahrscheinlich spielt er nur irgendeine Musik mit Blau. Was gibt's denn für Lieder Blau? Blau, blau, Äpfel sind so blau. Nee, das ging anders. Ja, ich freue mich schon darauf, dass wir das Ganze oben von der Dachterrasse zu sehen. Blau-Blau-Blüte Enzian, genau. Ja. Tja, Mensch, jetzt ist soweit, ne? Da haben wir den Blueport. Bleibt uns noch ein paar Tage erhalten. Also ich denke, bei den nächsten Streams werden wir immer ein bisschen blaue Beleuchtung im Hintergrund haben. Da kommt noch die Neuland in Pinkblau. Dirk, moin. 2 Jahre schon. Grüße nach OWL. Ich danke dir vielmals.
Also die beleuchteten Schiffe sind natürlich so das i-Tüpfelchen. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch mal so einen kleinen Extra-Kick. Aber die Polizei dümpelt da immer noch rum. War. Kann irgendjemand was machen, damit die ihr Blaulicht anmachen? Es wird immer direkt zu teuer. Nee, das ist die 35, ne? Aber nicht, dass jemand jetzt in einer Nacht- und Nebelaktion das A von dem Hala-Logo abdeckt. Das könnte man zu leicht auf uns zurückführen. Ja, Motorausfall bei der Vapo. Wir suchen den mit der Drohne. Die wissen ja, wo ich stehe. Kommt sie. Zu Fuß. Das Schönste sind eigentlich die Reflexionen im Wasser. Mhm. Da kommen sie, da kommt die Polizei. Tatsächlich. Jetzt wollen die zu uns. Meinst du? Ja, Die sichern das ab hier? die sind so zielstrebig. Moin! Doch zielstrebig. Doch so zielstrebig zu uns. Sind Sie Drohnenführer hier? Ja. Ja, Wollen wir mal Papiere gerade checken? aber total gerne.
Dann würde ich mal das Mikrofon an die Seite tun, das muss ja nicht jeder mitbekommen, wir machen einen Livestream. Ah, sehr gut. Ja, alles in Ordnung. Da sind mehrere unterwegs, mehrere Drohnen. Und irgendeinen haben sie. Aber er sagte, ich wäre bekannt. Oh, das ist doch gut. Ja. Aber ich habe jetzt gefragt, ob sie das Blaulicht machen können. Jetzt muss ich noch mal einen Moment warten. Ich glaube es jetzt nicht, aber lustig wäre es natürlich schon. Nein, die waren auch ganz lieb und ganz nett, also wirklich. Und ich sage mal, am Ende ist es ja auch immer ganz schön, wenn man durch so eine Kontrolle bestätigt bekommt, dass alles in Ordnung ist. Einzige, was ich noch, also als er es gesagt hat, Personalausweis, ich habe ihn im Auto liegen. Ne? Ich habe ihn heute, ich habe den nämlich aus der Tasche rausgenommen und auf den Beifahrersitz getan und da liegt er, glaube ich, jetzt richtig gut. Ja, also. Nee, also super nett sind die, super freundlich. Der hat das gerade noch mal mit dem Kommissariat abgeklärt, dass es da angemeldet ist und alles gut. Genau, Tanja sagt mal, etwas Liebe für die Polizei dalassen. Die machen einen super Job.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob die landseitig waren oder ich glaube, die kamen aber von Land. Ich glaube, die gehörten nicht zur WaPo. Ich glaube, die WaPo, keine Ahnung, die gucken hier, glaube ich, nur. Ich glaube nicht, dass die alle auf dem Boot waren. Er sagte, die fahren da gleich wieder mit. Ach so, sagte er, die steigen da gleich wieder auf? Okay. Hat er gesagt, die fahren noch mit zu dem. Ja. Machen ganz kurz Blaulicht an. Man muss auch mal zuhören, wenn die Polizei was sagt, oder? Ach, guck mal, jetzt fahren sie zum Anleger. Dann holen die jetzt die Kollegen ab. Sind wir weit gelaufen. Komm, einmal Blaulicht für Blueport. Blaulicht für Partie. Dich habe ich völlig übersehen. Macht nichts. Kann man auch, ich bin so klein. Oh nein. Ja. Ja. Alles gut? Wegen Sonntag. Ja. Bin ja nicht. Richtig. Ja, Personalausweis muss man nicht am Mann haben, aber es vereinfacht dann halt doch einige Dinge, ne? Wenn man sich ausweisen kann und so. Mir geht es ja, die Frage mit dieser Drohnengeschichte hier ist ja nicht, darf er das oder darf er das nicht. Also ich halte mich ja hier möglichst an alle Vorschriften. Es geht hier einfach nur darum, die Kontrollen im Livestream so entspannt und kurz wie möglich zu halten. Das ist einfach der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und da ist es natürlich gut, wenn man sich ausweisen kann. Wahrscheinlich suchen die jetzt erstmal noch weiter. Alle anderen Drohnenpiloten haben sich versteckt. Die schicken mich vor, alle. Ich darf hier die Kontrolle kriegen und alle anderen haben sich jetzt wieder verkrochen. Ey. Der mit der dicken Ausrüstung. Ja, die sitzen alle jetzt im Gebüsch, ne? Ich bin ja auch geflogen. Du bist auch geflogen. Ja, du bist aber nicht auf die zugegangen und hast gesagt, hier sind meine Papiere, ne? Welche Papiere? So, was kriege ich jetzt dafür, dass ich dich nicht verpfiffen habe? Bin ich dir im Wind? Nee, geht noch. Alles gut. Ah, jetzt sammeln sie die da wahrscheinlich wieder ein. Die kommen da die Gangway runter. Ja. Mal gucken, ob sie noch einmal. Aber hast du dich nicht angemeldet? Bitte? Hast du den Flugzeug angemeldet? Ja. Aber ist da, Ich wäre dann auch durch. Müsste ich bräuchte für dich. Danke für die Leihgabe. Hast mir den Abend gerettet. Ja, es sind einige Drohnen unterwegs. Also ich habe mindestens 2 eben noch gesehen. Das ist natürlich auch echt eine Aufgabe. Also den zu finden. Ne? Theoretisch müsste er hier nicht erlaubt sein, weil Industrieanlage. Bitte? Rein theoretisch, oder? Ist erlaubt hier? Hier darfst du fliegen, ja, ja. Okay. Nur halt wahrscheinlich nicht zu nah am Hafen, weil der Also gilt nicht- ja dann als Industrieanlage. Du darfst halt nicht, genau, muss halt Abstände einhalten. Ne? Oh, hier sind sie auf dem Boot. Sind sie aufgestiegen? Ja. Mal gucken, ob sie noch einmal vorbeikommen. Christian, Dankeschön. 5 Euro. Danke, danke.
Also jetzt warte ich noch, ob da noch was. Das müssen wir jetzt machen. Da muss ich jetzt drauf warten. Wir müssen erst den Kanal finden auf YouTube. Also meinen Sie, die gucken jetzt erst, wo das läuft? Ja, also, liebe Wasserschutzpolizei, falls ihr hier zuschaut, beste Grüße. Wir freuen uns immer, wenn ihr vorbeikommt. Ja, jetzt legen Sie ab. Falsche Richtung, ja. Ach man. Ja, man kann nicht alles haben. Die müssen noch ein paar weitere Drohnen finden. Oder Piloten. Na, schade. Schade, schade. Egal. Ich glaube, kommt nichts. Nicht gesehen. Hast du dich gesehen auf Instagram? Habe ich dich gesehen auf Instagram? Ja, habe ich. Tschüss, Großer. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr lieben Mensch, das war doch noch ein schöner Abschluss, oder? Mit den lieben Beamten von der Hamburger Wasserschutzpolizei. Immer wieder gern gesehen hier bei uns im Stream. Ich finde, das war eine runde Nummer. Wir hatten tolles Licht. Wir hatten eine Mega-Aktion, fast schon wieder vergessen, Mensch. Schleppercam auf Fairplay 96. Warte mal, ich muss mal die eine Kamera umdrehen. Vielleicht kann ich hier auch noch mal, was von mir zeigen. Warte mal, so, zack. So. Ja, so. Bin ich jetzt im Bild? Ja, ne? Ja, ein bisschen dunkel, egal, egal. Also, ich fand, wir hatten einen tollen Stream. Wir hatten die Britannia, die ja, aus ihren 17:30 Uhr ist 18:30 Uhr geworden. Ganze Aufregung mal wieder umsonst, aber hey, Test, neue Schleppercam. Fettes Dankeschön an die Jungs auf Fairplay 96. Ihr habt wieder richtig viel Spaß gemacht. Tolle Perspektive und natürlich eine mega Show-Einlage. Hier noch ein kleiner Fifi-Dance zum, ich wollte gerade sagen zum Ende, aber das war es ja noch gar nicht. Ne? Dann ja, hatten wir ein bisschen Containerschiff-Action zwischendurch und natürlich mal einen traumhaften Sonnenuntergang. Und jetzt zum Finale der Blueport noch einmal mit den Kollegen von der Wasserschutzpolizei. Hey, was will man mehr? Es ist fast Teststream-Charakter. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr im Chat ordentlich mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dickes Dankeschön auch für die Kanalunterstützung auf Twitch und auch auf YouTube. Und wie immer natürlich ein ganz dickes Dankeschön an unsere Lieblingshafenwichtel, die Moderatoren. Ihr seid wirklich die Allerbesten. Macht's gut, bis zum nächsten Stream. Cruise Days haben noch nicht angefangen, aber das war, glaube ich, schon mal ein gutes Vorprogramm. Bis dahin, over and out.